Hallo, ihr wundervollen Menschen. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Musik, den Deep Dive in die Lyrics, in die Melodien, in die Visuals und alles, was sonst noch so dazu gehört. Und ich versuche alles aus psychologischer und aus philosophischer Sicht zu betrachten und so viele Perspektiven und Layers wie möglich irgendwie aufzudecken. Gelingt mir manchmal mehr und mal weniger gut. Deswegen brauche ich auch immer eure Hilfe in den Kommentaren. Was sind eure Meinungen? Was sind eure Ideen? Droppt mir die gerne als Kommentare rein. Ich habe richtig Lust, sie zu entdecken. Genau, und heute haben wir mal wieder nach langer Zeit Asaf Avidan. Ich freue mich sehr darüber. Und ich mache hier einmal wieder die Videogröße richtig. So. Ich freue mich sehr. Hat jetzt wieder ein bisschen gebraucht, weil Ren und Chris Webby irgendwie ganz viel Zeugs frisch und neu gedroppt haben an Musik. Und da konnte ich nicht widerstehen und musste da irgendwie erstmal ein bisschen dabei sein. Aber jetzt sind wir zurück und ich hatte gesehen oder ich hatte nochmal geguckt, okay, was fehlt mir eigentlich noch so an wichtigen Songs? Und dann bin ich über Bang Bang gestolpert und habe gesehen, dass der 3 Millionen Aufrufe hat und ich dachte, okay, warum kenne ich den noch nicht? Und von daher gucken wir da heute rein. Wenn ihr Bock habt, weiterhin von Asaf Avidan Sachen zu hören, dann droppt mir in die Kommentare, was ihr euch wünscht, was ihr gerne hören wollen würdet. Liked das Video, abonniert den Kanal und jetzt lasst uns loslegen. Ach, und supportet natürlich auch Asaf Avidan. Also auf seinen Kanal gehen, ihn abonnieren, seine Musik hören, liken und so weiter und so fort. So, jetzt aber, let's go. I love you like the roots in the sand. I love you like our love's His plan. Oh, I love you like death loves a man. And I love you like a gun in my hand. I go bang, 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 I'm back again. Back again. Okay, da habe ich ihn gerade unterbrochen. Wir spulen zurück, damit wir das gleich nochmal hören. Aber lasst uns, haben wir hier einen Songtext? Nee, haben wir nicht. Lasst uns nochmal von vorne so ein bisschen gucken, was wir hier an Text nochmal haben. Warte mal, ich mach's mal anders. Ich rufe mal die Lyrics auf. Sorry, dass ich das noch nicht vorbereitet habe. Bang, bang. Genius ist immer, glaube ich, ganz gut. Genau. I love you. Ach ja, ist ja okay. Like. Oh. Wenn man nichts vorbereitet hat. Das hat man nun davon. So, also, haben wir es jetzt? Hat sich alles geladen, was geladen werden will? Okay. I love you like woods in the sand. I love you like God loves his plan. Den fand ich interessant. I love you like death loves a man. I love you like a gun in my hand. Also, man könnte jetzt vielleicht davon ausgehen, dass das ein bisschen kontrovers ist. Ich finde es ganz interessant, weil die Wurzeln im Sand, es gibt nur sehr wenige Pflanzen, die wirklich in Sand wurzeln können. So. Und wie sehr liebt man Wurzeln im Sand? Also eigentlich bin ich immer froh, wenn da keine Wurzeln sind. I love you like God loves his plan. Das finde ich tatsächlich spannend, weil man sagt, spricht ja immer von Gottes Plan, ne? Und inwiefern liebt Gott seinen Plan? Und inwiefern weicht er davon ab? Wissen wir das? Vielleicht weicht er nicht davon ab, weil er ihn so sehr liebt. Oder es ist tatsächlich so gemeint, dass Gott nur vermeintlich irgendwie so einen Richtlinienplan hatte, aber ihm eigentlich gar nicht so richtig folgt, sondern
guckt, was er halt damit macht und was sich ergibt. I love you like Des loves a man. Den kriege ich nicht so richtig. Warum sollte der Tod einen Mann lieben? Weil es geht ja hier tatsächlich um Mann, nicht um Menschen, ne? Weil sonst würde es mit E geschrieben werden. ähm, den check ich nicht. I love you like a gun in my hand. Also man könnte jetzt sagen, okay, will er sie abknallen? Was ist da los? I love you like Des loves a man könnte denn auch irgendwie Richtung sich selber mit der Pistole vielleicht und so, um zum Tod zu gehen, weil er vielleicht so verzweifelt liebt? Oder weil er lieber in den Tod gehen würde, als mit ihr weiter zusammen zu sein? I go bang, bang, bang. I'm back, back again. Okay, lass uns erstmal weiterhören. And I'm back, back again. Back again. I love you like scalpel's flesh. Oh, oh, I love you like blood that is fresh. And I love you like a Jew on the run. Oh. I love you, like my hand on a gun. I go bang, 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 shebang, I'm back again. Das war hart. Ich mich dafür. Das ist krass. I love you like a Jew on the run. Puh. Der hat mich unerwartet getroffen. Also ich bin nicht jüdisch, ne? Aber als Deutscher ist es noch mal anders. So. I love you like scalpel loves flesh. Schneidet gern. I love you like blood that's fresh. I love you like a Jew on the run. I love you like my hand on a gun. Das, was sich so ein bisschen quasi widerspiegelt, ist das Kontroverse da drin, ne? So. Also irgendwie, dass man sagen würde, ja klar, das Skalpell liebt das Fleisch, weil da schneidet es rein, dafür ist es gemacht. Wobei wir jetzt auch natürlich darüber reden könnten, inwiefern so ein Stück Metall es lieben kann, ein Fleisch zu schneiden und ob es ihm nicht eigentlich total egal wäre. Dann hätten wir eine andere Emotion, die wir hier nehmen könnten. I love you like blood that's fresh. Ist das noch auf das Skalpell bezogen? Dieses Jew on a Run. Das ist ja im Prinzip, obviously, etwas, was überhaupt nicht cool ist. Jemand, der völlig verzweifelt auf der Flucht ist. Wo Leben und Tod von abhängen. Wer liebt das? Ist vielleicht hier die Intensität gemeint von der Flucht? Von dieser Verzweiflung? Ist es wie so eine verzweifelte Liebe? Vielleicht sowas? Wenn wir bei dem Blut und dem frischen Blut bleiben, lieber frisches Blut als altes, geronnenes Blut? Weil es noch fließt, weil es frisch ist und frische Liebe vielleicht intensiver ist. Und gleichzeitig wählt er hier ja die ganze Zeit Bilder, wo man sich denkt, okay, was ist das denn für eine Liebe? Also eine, wo man irgendwie die ganze Zeit am Zweifeln ist, was das sein soll.
Und irgendwie klingt das alles sehr intensiv, aber irgendwie auch nicht gesund. Aber I love you like my hand on a gun. Da haben wir es wieder. Ne? Und dieses, entweder erschießt er sie oder sich oder vielleicht noch irgendjemand anderen oder die Liebe. Was ist eure Vermutung? So, lasst uns weiterhören. Und also mal ganz ehrlich, diese Art, den Song zu machen, wie er mit seiner Stimme wieder spielt, wie er wieder komplett in seiner Passion ist, wie er mit dem ganzen Körper dabei ist, immer wieder aufspringt, immer wieder, und man sieht richtig, wie er von dem Kleinen ins Große und dabei irgendwie in diese Riesenstimme geht und dann wieder klein wird und Asaf Avidan ist intens. Always. Okay, so, nochmal ein bisschen zurück. Weiter geht's. Bang, 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 bang. Bang, shebang, I'm back again. Ooh, I can't think anything but you. Ooh, that's how I love, 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 love you. Ah, wie geil dieses. Wie heißt das Gerät? Geil. Ja, geil. Bang, 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 bang. Bang, bang, I'm back again. Bang, 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 bang. Bang, bang, I'm back again. Nein, noch nicht zu Ende sein. Wow. Okay. I can't think any damn thing, anything but you. That's how I love, love, love. I love you like Scheißel and Stone. Wahrscheinlich hier Meißeln. I love you like needle and bone. I love you like God loves his son. And I love you like my hand on a gun. Hier haben wir nochmal Gott, der seinen Sohn liebt. Und gleichzeitig hat er ihn geopfert, auf diese Welt geschickt.
und sein Sohn ist durch dieses Leid gegangen, obwohl es wahrscheinlich auch die Wahl des Sohnes gewesen ist. Und Gott liebt ihn einfach. Nadel und Knochen finde ich interessant. Gibt es da noch eine andere Bedeutung, die mir gerade nicht klar ist? Needle and Bone? Weil dazu fällt mir gerade tatsächlich nichts ein. Also, das war es auf jeden Fall. Ups, entschuldigt bitte. Ich wollte auf jeden Fall ein anderes Bild haben. Das ist doch schön. Das, was es zeigt, ist, oder worum es sich in diesem Song erstmal zu drehen scheint, ist eine Liebe, die entweder auf irgendeiner Ebene nicht gesund ist, obsessiv ist oder irgendwie verdreht ist oder so eine Hassliebe vielleicht. Vielleicht interpretiere ich auch zu viel rein und es ist einfach nur Asaf Avidan, der interessante Bilder findet, um Liebe zu beschreiben. Was sagt ihr? Und dieses, nachdem er quasi mit der Pistole oder mit der Gun geschossen hat, ist er zurück. I'm back again. Das könnte man jetzt so sehen, dass er entweder die Liebe erschießt oder die Person, die er liebt, erschießt und danach endlich wieder frei ist und dann wieder er sein kann und zurück ist. So. Also in dem Moment, wo quasi die Liebe stirbt oder das Objekt der Liebe stirbt, ist er wieder frei, er selbst zu sein. Oder er kann wieder zurückkommen. Oder er erschießt sich selbst und kommt zurück oder ist dadurch wieder er selbst, dass er in sich selbst die Liebe tötet oder erschießt. Dass er seine eigene Liebe tötet, generell. Oder vielleicht nur diesen Aspekt, der diese Person liebt oder den er so schwierig findet. Was könnte es noch sein? Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist es ein krasser Auftritt. Also ich verstehe die 3 Millionen Views. Das ist holy shit. Ich wollte, dass es nie endet. Ja, genau. So, ich glaube, so lasse ich es erstmal stehen. Wenn ihr andere Gedanken habt oder sagt, ich habe irgendwas verpasst, nicht mitgekriegt, was auch immer, falsch verstanden, bitte in die Kommentare, klärt mich auf, erweitert meine Sichtweise um eure. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Lasst auf jeden Fall Empfehlungen drin, was ich mir noch angucken sollte, was ich noch nicht gemacht habe. Ansonsten schaut auch gerne in mein Portfolio von Asaf Avidan rein. Da habe ich schon einiges. Und schaut euch auch sonst gerne auf meinem Kanal um. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Macht's gut.